Auf den ersten Blick wirkt es harmlos. Der Chef spricht mit seiner Mitarbeiterin. Eine Unterhaltung, die in etwa so klingen könnte. Ich habe gehört, Sie wollen die ausgeschriebene Stelle. Da könnte ich Ihnen helfen, wenn Sie mal mit mir Abendessen gehen. Ein Beispiel für den Machtmissbrauch durch Vorgesetzte. Der kommt leider immer wieder vor. Also selbst erfahren noch nicht. Ich habe es aber bei einer Freundin mitgekriegt. Wie war das? Dass da der Chef auch gesagt hat, ja, wenn du eine bessere Anstellung willst oder wenn du mehr verdienen willst, können wir ja mal abends weggehen, können wir mal was zusammen machen. Ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es das gibt. Und ich weiß auch nicht, ob das gut als Belästigung vielleicht abgestempelt wird. Ich weiß es nicht. Jeder geht wahrscheinlich auch anders damit um. Dass so Vorgesetzte eben, Kolleginnen, junge Kolleginnen zum Essen eingeladen haben. Natürlich nie gesagt haben, wenn du nicht mit mir essen gehst, wird es schwierig, aber man hat ja die Angst im Hinterkopf. Wie haben die Kolleginnen da reagiert? Wir sind mit essen gegangen. Ja zu sagen, obwohl man sich vielleicht unwohl dabei fühlt. Ein Nein zum Chef oder Chefin ist für die Betroffenen oft gar nicht so einfach auszusprechen, sagt HR-Gleichstellungsbeauftragte Sinaida Thiel. Genau in so einem Fall liegt ein Machtgefälle vor, denn dein Chef oder deine Chefin, die haben in dem Fall mehr Macht. Zum Beispiel haben die Festanstellung und du bist vielleicht nicht fest angestellt. Die haben vielleicht mehr Wissen über das, was im Unternehmen abläuft. Die wissen vielleicht schon, ob du übernommen werden sollst. Also das Wissen und die Macht, sind mehr auf der Seite vom Chef oder von der Chefin. Für die Betroffenen ist es die Aussicht auf den Karrieresprung. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Man möchte ja gerne was erreichen, man möchte vorankommen, man möchte vielleicht an der eigenen Karriere was machen, eine interessante Aufgabe haben, vielleicht die nächste Gehaltsstufe erreichen. All das hat man ja als Ziel vor Augen und dann wird es schwierig. Aktuelles Beispiel für Machtmissbrauch ist Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Er soll Frauen in der Redaktion bei der Jobvergabe bevorteilt haben, als Gegenleistung für ein sexuelles Verhältnis. Bild hat den Chefredakteur mit sofortiger Wirkung freigestellt. Es gibt auch prominente Beispiele aus Film und Fernsehen. Der deutsche Regisseur Dieter Wedel, der bei der Rollenvergabe eine Schauspielerin vergewaltigt haben soll. Oder der wegen Sexualstraftaten verurteilte amerikanische Produzent Harvey Weinstein. Er soll unter anderem jungen Schauspielerinnen die große Karriere versprochen haben, um sie sexuell gefügig zu machen. Extrembeispiele für Machtmissbrauch. Aber auch ein vermeintlich harmloses Date mit dem Chef kann schon Machtmissbrauch sein. An wen sollten sich Betroffene wenden, wenn sie nicht mehr weiter wissen? Im Idealfall sind das tatsächlich solche gut kommunizierten Anlaufstellen, Personalrat, eine Gleichstellungsbeauftragte, ein Compliance-Beauftragter oder Beauftragter, jemand in der Revision, jemand in der juristischen Abteilung, zu dem man Vertrauen hat, ein Chef oder eine Chefin, also jemand, die da noch mehr Macht hat, mit der ich vielleicht vertrauensvoller reden kann. Auch hilfreich ist es, weitere Betroffene zu finden. Das unangemessene Verhalten von Vorgesetzten, es ist nur ein Teil des Problems. Oft sollte die Unternehmenskultur unter die Lupe genommen werden. Ein Teil der Lösung muss auf jeden Fall sein, die Rolle der Frauen im Betrieb zu stärken, die Kultur des Miteinanders zu verändern, die Kultur des Miteinanders nochmal richtig anzuschauen und die gegebenenfalls auch zu verändern, aber eben auch die Rolle der Männer anzuschauen und diese zu verändern. Und da haben eben auch Männer ihre Hausaufgaben zu machen. Es kann nicht nur darum gehen, dass Frauen jetzt in lauter Selbstverteidigungskurse geschickt werden. Es muss auch darum gehen, dass Männer in Sensibilisierungskurse geschickt werden müssen. Was auf keinen Fall sein darf, ist, dass Menschen der Macht des Chefs ausgeliefert sind.